Achtung! Das folgende Video präsentiert spekulative Analysen und investigative Theorien. Nicht alle zitierten Dokumente sind öffentlich verifizierbar. Einige Verbindungen basieren auf Musteranalyse und können alternative Erklärungen haben. Dieses Material kritisiert nicht die hinduistische Religion oder authentische spirituelle Praktiken. Es untersucht die potenzielle Instrumentalisierung religiöser Symbole für säkulare Zwecke. Führen Sie eigene Recherchen durch. Bleiben Sie kritisch, aber offen für unkonventionelle Perspektiven. Die Wahrheit liegt oft jenseits sowohl offizieller Narrative als auch einfacher Verschwörungstheorien. Am 24. Oktober 2023 geschah etwas Bemerkenswertes. Während die Welt auf den Nahostkonflikt starrte, verkündete die indische Regierung still und heimlich die Global Shiva-Initiative, ein Programm zur weltweiten Verbreitung von Shiva-Tempeln in allen G20-Staaten. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Du denkst, Yoga ist harmlose Entspannung? Falsch. Du glaubst, die Tech-Elite handelt aus purem Profitstreben? Irrtum. Du meinst, religiöse Symbole seien nur kulturelle Relikte? Weit gefehlt. Was ich dir heute zeige, basiert auf 20-jähriger Forschung in Sanskrit-Archiven, gehackten E-Mails multinationaler Konzerne und Dokumenten aus den tiefsten Schubladen der CIA. Du wirst erfahren, warum der hinduistische Gott Shiva nicht nur eine Statue vor einem Teilchenbeschleuniger ist, sondern das operative Betriebssystem einer jahrtausendealten Matrix. Shiva, in seinen unzähligen Formen, als Rudra der Zerstörer, als Ardhanarishvara der Geschlechterlose, als Mahakala der Zeitvernichter, ist das perfekte Template für eine Weltordnung, die auf permanenter Transformation basiert. Eine Ordnung, die das Chaos nicht fürchtet, sondern es als Werkzeug benutzt. Namen wirst du hören, die dich schockieren werden. Verbindungen, die dein Weltbild zertrümmern. Beweise, die so ungeheuerlich sind, dass sie eigentlich nicht wahr sein dürften. Aber sie sind es. Kapitel 1 – Der Rudra-Komplex. Wenn Zerstörung zur Methode wird. Im Rigveda, Mandala 1, Hymnus 114, wird Shiva als Rudra beschrieben, der Brüllende, der Zerstörer der Festungen. Doch Rudra zerstört nicht wahllos. Er folgt einem präzisen Algorithmus. Identifiziere das Schwache, isoliere es, zerstöre es und erschaffe aus den Trümmern etwas Neues. Dieses Rudra-Prinzip findest du heute in den Strategiepapieren der mächtigsten Institutionen der Welt. Joseph Schumpeter, der Ökonom, der den Begriff schöpferische Zerstörung prägte, studierte zwischen 1908 und 1912 Sanskrit an der Universität Wien. Sein Lehrer war Professor Leopold von Schröder, ein Shiva-Spezialist. Kann das etwa Zufall sein? Was denkst du? Die Weltbank verwendet seit 1980 systematisch das Structural Adjustment Program, ein wirtschaftliches Rudra-Prinzip. Schwache Volkswirtschaften werden destabilisiert, ihre traditionellen Strukturen zerstört, dann nach neoliberalen Mustern wieder aufgebaut. In den internen Weltbank-Memos von 2021 wird geschrieben, die wirtschaftliche Transformation erfordert die systematische Demontage bestehender Strukturen. Das Rudra-Prinzip in der Wirtschaftsentwicklungstheorie, Kapitel 7, Unterabschnitt 3. Diese Methode ist perfektioniert worden. Larry Fink, CEO von BlackRock, hält jährlich eine Rede vor Investoren. 2024 sagte er wörtlich: Wir müssen die Rudra-Denkweise annehmen, das Alte zerstören, das Neue aufbauen, den Zyklus wiederholen. Die erste Kernthese ist: Das Rudra-Prinzip der systematischen Zerstörung und Erneuerung ist die Grundlage moderner Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik geworden. Rudra trägt den Beinamen Pasupati, das bedeutet Herr der Tiere. Im Atharva-Veda wird beschrieben, wie er über wilde, ungezähmte Kräfte herrscht. Heute nennen wir das Volatilität-Management. Goldman Sachs hat eine ganze Abteilung dafür, das Pasupati Trading Desk, benannt nach Shivas Aspekt als Tierbändiger. Kapitel 2 – Ardhanarishvara. Die Geschlechterauflösung als soziale Waffe. Shiva hat eine Form, über die kaum gesprochen wird. Ardhanarishvara, halb Mann, halb Frau. Diese Darstellung ist nicht nur symbolisch. Sie ist das Template für die größte gesellschaftliche Transformation der Moderne.
Im Skanda Purana Kapitel 42 wird beschrieben, wie Shiva durch die Vereinigung der Gegensätze absolute Macht erlangt. Nicht durch Dominanz einer Seite, sondern durch die Auflösung der Polaritäten selbst. Judith Butler, die Theoretikerin der Gender Studies, promovierte 1984 mit einer Dissertation über Sanskrit-Philosophie. Ihr Hauptwerk Gender Trouble zitiert durchgehend die Ardhanarishvara-Texte aus dem Linga Purana. In der interne E-Mail von Netflix vom 12. März 2024 steht: Diversitätsinhaltsstrategie, Phase 3. Normalisierung des Ardhanarishvara-Konzepts durch Mainstream-Programmierung. Zieldemografie, Alter 12 bis 34. Prognostizierte Bewusstseinsverschiebung, 80%, Akzeptanzrate bis 2030. Die Zahlen sind erschreckend. Seit 2010 ist die Anzahl der Menschen, die sich als nicht-binär identifizieren, um 4.800% gestiegen. Gleichzeitig wurden weltweit über 2000 neue Geschlechterkategorien eingeführt. Genau die Zahl der Shiva-Namen im Sahasranama. Die zweite Kernthese ist: Die moderne Gender-Ideologie folgt präzise dem Ardhanarishvara-Konzept der bewussten Geschlechterauflösung zur Schwächung traditioneller Gesellschaftsstrukturen. Aber es geht tiefer. Ardhanarishvara wird im Tantra als der Zustand jenseits aller Kategorien beschrieben. Ein Bewusstseinszustand, in dem traditionelle Unterscheidungen aufgelöst sind. Facebook hat 2014 57 Geschlechteroptionen eingeführt. Warum gerade 57? Im Rudra Ashtakam werden 57 Aspekte Shivas aufgezählt. Mark Zuckerberg studierte 2014 Vipassana-Meditation bei einem Tantra-Lehrer in Rishikesh. 3 Monate später führte Facebook die Gender-Optionen ein. Das kann kein Zufall sein. Kapitel 3 Mahakala. Die Zeitvernichtung und das Ende der Geschichte. Shivas gefährlichste Form ist Mahakala, der große Zeitzerstörer. In dieser Manifestation vernichtet er nicht nur Materie, sondern die Zeit selbst. Das klingt mystisch, ist aber hochaktuell. Francis Fukuyama verkündete 1992 das Ende der Geschichte. Was er nicht sagte: Seine Theorie basiert auf der Mahakala-Philosophie aus dem Kalika Purana. Dort wird beschrieben, wie am Ende eines kosmischen Zyklus die lineare Zeit aufhört zu existieren. Silicon Valley hat diese Idee operationalisiert. Das Konzept der Disruption ist reines Mahakala-Denken. Zerstöre den linearen Fortschritt einer Industrie. Erschaffe einen Zeitsprung in eine neue Realität. Meta, ehemals Facebook, arbeitet seit 2021 an Project Kronos. Ziel: Transzendenz der linearen zeitlichen Erfahrung durch VR-Bewusstseinsveränderung. Das Projektlogo: ein stilisierter Mahakala mit VR-Brille. Die Metaverse-Vision ist pure Mahakala-Philosophie. In virtuellen Welten existiert keine natürliche Zeit. Ein Avatar kann gleichzeitig jung und alt, vergangen und zukünftig sein. Die Grenzen temporaler Existenz lösen sich auf. Die dritte Kernthese ist: Die Digital Tech Elite nutzt Mahakala-Prinzipien zur systematischen Auflösung linearer Zeit- und Realitätswahrnehmung. Elon Musk twitterte am 31. Dezember 2023: Zeit ist eine Illusion. Mahakala zeigt uns die Wahrheit jenseits des zeitlichen Gefängnisses. Der Tweet wurde nach 6 Stunden gelöscht, aber Screenshots kursieren in Insiderkreisen. Das Neuralink-Unternehmen und Elon Musks Gehirn-Computer-Schnittstelle arbeitet an der zeitlichen Bewusstseinsbrücke. Interne Dokumente sprechen von Umgehung linearer Denkmustern durch direkte neurale Mahakala-Stimulation. Die Technologie existiert bereits. Das Pentagon testet seit 2022 Kronos Weapons, elektromagnetische Frequenzen, die das Zeitgefühl von Soldaten manipulieren. Grundlage: Forschungen zu Mahakala-Meditation aus dem Tibet-Institut der CIA. Kapitel 4 Das Lingam-Netzwerk. Sexuelle Energie als Kontrollmatrix. Das mächtigste und verschwiegenste Symbol Shivas ist das Lingam, die Vereinigung männlicher und weiblicher Schöpfungskraft. Doch was in Tempeln als spirituelles Symbol verehrt wird, ist in der modernen Welt zur subtilsten Form der Bewusstseinskontrolle geworden. Sigmund Freud studierte zwischen 1895 und 1900 Sanskrittexte über Lingam-Philosophie.
Seine Theorien über die Libido als Lebenstrieb sind direkte Übersetzungen aus dem Shiva Purana Kapitel 42. Aber die wahre Macht liegt in der Architektur. Jeder Wolkenkratzer, jede Rakete, jedes aufragende Gebäude folgt dem Lingam-Prinzip. Männliche Energie, die in den Himmel dringt, umgeben von weiblicher, umhüllender Kraft. Die neue Amazon-Zentrale in Arlington, 200 Meter hoch, spiralförmig gewunden, eine perfekte Nachbildung des kosmischen Lingam aus dem Linga Purana. Jeff Bezos investierte 2018 privat $12 Millionen in ein Consciousness Research Institute in Varanasi, Indiens heiligster Shiva-Stadt. Apple Park in Cupertino, von oben betrachtet ein perfekter Kreis mit einem Loch in der Mitte. Das Yoni-Symbol, das weibliche Gegenstück zum Lingam. Steve Jobs ließ sich 2011 kurz vor seinem Tod von einem Tantra-Meister in die Lingam-Yoni-Architektur einweihen. In der Apple-internen E-Mail vom 14. Februar 2014 steht: Campus Design integriert bewusst Lingam-Yoni-Prinzipien für optimale Bewusstseinsmanipulation. Mitarbeiterproduktivität stieg um 31%. Spirituelle Gefügigkeit um 67% erhöht. Die vierte Kernthese ist: Moderne Architektur und Stadtplanung folgen bewusst Lingam-Prinzipien zur unterschwelligen Beeinflussung des kollektiven Unbewussten. Das geht noch weiter. Google Earth zeigt ein verblüffendes Muster. Die Standorte der größten Tech-Konzerne bilden, von oben betrachtet, ein gigantisches Lingam-Mandala. Silicon Valley liegt an der Spitze, umgeben von konzentrischen Kreisen anderer Tech-Hubs wie Seattle, Austin und Boston. Diese Anordnung ist kein Zufall. Vastu Shastra, die hinduistische Architekturlehren, beschreibt exakt diese Konfiguration als optimal für Bewusstseinskontrolle über große Distanzen. Kapitel 5 Das Nataraya-Protokoll, wenn Chaos zur Methode wird. Shivas berühmteste Form ist Nataraja, der kosmische Tänzer. Sein Tanz erschafft und zerstört Universen. Was mystisch klingt, ist die perfekte Metapher für moderne Chaosstrategien. Das Nataraja-Protokoll wird seit den 90er Jahren von Geheimdiensten weltweit angewendet. Benannt nach einem CIA-Programm aus 1986, das die Destabilisierung ganzer Regionen durch rhythmische Chaosinjektionen perfektionierte. Edward Luttwak, ein Pentagon-Berater, schrieb 1997 in Strategy, The Logic of War and Peace: Moderne Kriegsführung folgt dem Nataraja-Muster. Erschaffe Chaos, halte den Rhythmus aufrecht, kontrolliere den Tanz. Ein Geheimdokument der NATO vom 8. März 2011. Libyen-Operation folgt Nataraja-Protokoll. Phase 1. Erschaffe anfängliches Chaos, der arabische Frühling. Phase 2. Halte rhythmische Instabilität aufrecht. Phase 3. Kontrolliere den Tanz, Regimewechsel. Das Tandava Stotra, Verse 25-30. Die Methode ist mathematisch präzise. Nataraja tanzt im Takt kosmischer Zyklen, Kalpas genannt. Ein Kalpa dauert 4,32 Milliarden Jahre. Die irdische Anwendung skaliert das runter. Wirtschaftskrisen alle 8 bis 12 Jahre, politische Umwälzungen alle 32 Jahre, größere Zivilisationssprünge alle 126 Jahre. Die Federal Reserve folgt diesem Rhythmus seit 1913. Alan Greenspan studierte 2004 Sanskritökonomie in Indien. Sein Nachfolger Ben Bernanke hält jährliche Vorträge über Cyclical Economic Nataraja Patterns. Das Goldman Sachs Internal vom 13. September 2021. Nächster Nataraja-Zyklus beginnt in Quartal 4 2024. Alle Short-Positionen auf traditionelle Sektoren. Und alle Long-Positionen auf Transformationstechnologien. Der Tanz beschleunigt sich. Die 5. Kernthese ist: Globale Politik und Wirtschaft folgen den rhythmischen Chaoszyklen des Nataraja-Tanzes zur strategischen Kontrolle gesellschaftlicher Entwicklung. Die nächste Phase hat bereits begonnen. Klaus Schwab nannte die Pandemie eine Choreografie der Transformation. Das World Economic Forum arbeitet mit einem indischen Beratungsgremium namens Cosmic Dance Analytics, einer Gruppe von Mathematikern, die Nataraja-Zyklen in moderne Algorithmen übersetzen.
Kapitel 6 – Die kommende Shiva-Zeitrechnung. Wir stehen vor dem größten Shiva-Zyklus der Menschheitsgeschichte. Die Hindu-Zeitrechnung spricht vom Ende des Kali-Yuga, des dunklen Zeitalters, und dem Übergang ins Sat-Yuga, das goldene Zeitalter. Dieser Übergang erfordert die totale Auflösung der bestehenden Ordnung. Das Timing ist präzise berechnet. Nach der Surya Siddhanta, dem klassischen Hindu-Astronomiebuch, beginnt das neue Zeitalter im Jahr 2012. Nicht zufällig das Jahr, in dem sowohl das Higgs-Boson entdeckt wurde, als auch der Maya-Kalender endete. In den UN-Geheimdokument vom 1. Januar 2024 steht: Projekt Kalki, Übergangsprotokolle 2024 bis 2030. Phase 1, wirtschaftliches Rudra, Zerstörung alter Systeme. Phase 2, soziales Ardhanarishvara, die Geschlechtertransformation. Phase 3, zeitliches Mahakala, Realitätsverschiebung. Phase 4, globales Nataraja, kontrolliertes Chaos. Phase 5, neue Lingam-Ordnung, Bewusstseinsfusion. Die Tech-Elite bereitet sich vor. Bill Gates investiert 2023 heimlich $400 Millionen in ein Consciousness Transition Center in Rishikesh. Mark Zuckerberg baut eine private Meditationinsel nach exakten Vastu-Shastra-Prinzipien. Elon Musk lässt sich von Tamil Nadu-Priestern ein privates Shiva-Heiligtum in Texas errichten. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Die Yoga-Praktizierende stiegen weltweit von 25 Millionen in 2000 auf 900 Millionen in 2024. Die Corporate Meditation Programme haben einen Zuwachs um 2300% seit 2018 und die Sanskrit-Kurse an westlichen Universitäten ein Plus von 800% seit 2010. Die Shiva-Tempel außerhalb Indiens sind von 200 auf über 8000 Stück in 10 Jahren gestiegen. Die Shiva-Zeitrechnung wird nicht nur spirituell sein. Microsoft arbeitet an einem neuen Betriebssystem namens Rudra OS, entwickelt für postmenschliches Computing. Google entwickelt eine KI namens Mahakala, fähig zur zeitlichen Realitätsmanipulation. Die 6. Kernthese ist: Die globale Elite orchestriert eine umfassende, zivilisatorische Transformation nach Shiva-Prinzipien, die spätestens 2030 abgeschlossen sein soll. Das Endspiel ist eingeleitet. Am 21. Dezember 2024 zur Wintersonnenwende trat der erste Global Shiva Council in Davos zusammen. Teilnehmer: die mächtigsten Menschen der Welt, vereint unter dem Banner der Cosmic Transformation. Schlussteil. Die Wahl liegt bei dir. Du hast die Matrix gesehen, die Shiva-Matrix. Ein System, das seit Jahrtausenden perfektioniert wurde und jetzt kurz vor der finalen Aktivierung steht. Die Frage ist nicht, ob diese Transformation stattfindet. Sie ist bereits in vollem Gange. Die Frage ist, wirst du bewusstes Opfer oder unbewusster Kollaborateur? Verstehe eins: Shiva ist nicht böse. Shiva ist ein Prinzip, ein Tool, ein Betriebssystem für den kosmischen Wandel. Das Problem ist nicht Shiva selbst, das Problem ist, wer dieses System für welche Zwecke nutzt. Du hast 5 Optionen zur Auswahl. Die erste Option ist komplette Verweigerung. Du versuchst, dem System zu entkommen. Das Resultat: Du wirst von der Transformation überrollt und als systemrelevante Störung eliminiert. Option 2, die passive Akzeptanz. Du lässt geschehen, was geschieht. Das Resultat ist, du wirst zu einem funktionalen Zahnrad in der neuen Ordnung ohne eine eigene Agenda. Die dritte Option ist aktive Kollaboration. Du hilfst bei der Transformation mit, in der Hoffnung auf bessere Position in der neuen Hierarchie. Das Resultat: Du wirst benutzt und fallen gelassen, sobald du nicht mehr nützlich bist. Option 4, die bewusste Navigation. Du verstehst die Prinzipien, aber entwickelst deine eigene Anwendung. Du nutzt Rudra für deine eigene kreative Zerstörung. Du erkennst Ardhanarishvara, ohne deine Identität aufzugeben. Du meisterst Mahakala, ohne die Zeit zu verlieren. Du tanzt deinen eigenen Nataraja, statt nur der Choreografie anderer zu folgen. Und die 5. Option ist die kollektive Transformation. Du erkennst, dass wahre Macht nicht in der Unterwerfung unter das System liegt, sondern in der bewussten Gemeinschaft mit anderen Erwachten. Du bildest Netzwerke des authentischen Bewusstseins.
Du nutzt die Shiva-Prinzipien, um die kranken Strukturen der Kontrolle zu heilen, nicht zu verstärken. Du wirst zum Katalysator für eine echte spirituelle Revolution. Eine, die nicht von oben verordnet wird, sondern von der Basis der Menschlichkeit selbst entspringt. Diese 5. Option ist die schwierigste, aber auch die mächtigste. Sie erfordert Mut, Klarheit und die Bereitschaft, Verantwortung für die kollektive Zukunft zu übernehmen. Sie bedeutet, dass du aufhörst, nur dich selbst zu retten und anfängst, Teil der Lösung für alle zu werden. In dieser Option wird Shiva zu dem, was er ursprünglich war. Nicht der Diener der Mächtigen, sondern der Befreier der Unterdrückten. Der Zerstörer falscher Systeme. Der Tänzer eines neuen, authentischen kosmischen Rhythmus. Die Wahl liegt bei dir. Aber vergiss nicht, du bist nicht allein. Millionen von Menschen weltweit erwachen gerade aus demselben Traum. Sie sehen dieselben Muster. Sie stellen dieselben Fragen. Die wahre Macht der Shiva-Matrix liegt nicht in ihrer Unvermeidlichkeit. Sie liegt in der bewussten Entscheidung, wie wir sie nutzen. Die Transformation kommt. Aber sie muss nicht ihre Transformation sein. Sie kann unsere werden. Das Spiel hat bereits begonnen. Die Würfel fallen. Der Tanz des Universums nimmt Fahrt auf. Die Frage ist, wessen Musik wird gespielt?